Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Machen wir eine Nachricht für uns, ein Auswahlorakel. Schauen wir, was wir wissen dürfen. So, was nehmen wir noch? Eine Karte für unser Füllebewusstsein. Und wir nehmen einen Glücksimpuls. Und dann dürft ihr auswählen. Ich bin heute ganz flott. Ich habe mich spontan, dass ich das noch erleben darf, für diese Seite entschieden und wir drehen erstmal um. Wir haben den Fuchs mit dem Thema Selbsterkenntnis. Wir haben das Thema Organisation und Trost. Wir haben die Eberesche. Hier haben Gott ist unsere Quelle und wir haben eine Situation, in der wir jetzt aufatmen können. Mit der Eberesche ist es so, dass wir uns der Inspiration öffnen, der Ideen, des kreativen Reiches, ne? Wo wir einfach offen sind, wo wir alle Sinne benutzen können, wo das vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist, sich zu etwas inspirieren zu lassen, das man wieder erschafft oder das man auf die Welt bringt. Und hier ist sehr viel Feinfühligkeit, ne? Hier ist es so, wenn wir unser Füllebewusstsein angucken, dann kriegen wir hier gesagt, alles, was wir brauchen, wird uns von oben, von Gott, von der Quelle geliefert. Oder das, was ihr selbst eben als diese empfindet. Vertrauen ist hier sehr wichtig, angebunden sein und den Weg auch frei machen, um zu empfangen, weil es ist ja oft so, dass wir sagen, wir wollen etwas empfangen, aber dann begrenzt uns unser Verstand und sagt, das geht ja gar nicht, ne? Aber hier gibt es irgendwie keinen Mangel oder begrenzenden Gedanken, sondern hier darf man sich vor Augen führen, dass alles verfügbar ist für jeden von uns. Dann haben wir hier die Organisation. Das kann sein, dass wir in unserem Leben ein bisschen gucken müssen, wie wir was organisieren, damit es im Alltag leichter ist. Also, dass wir ein bisschen Methodik anwenden, wie wir Kreativität, auch Logik zusammenführen. Irgendwas muss man vielleicht auch umgestalten, ne, weil es viel werden könnte. Es ist einfach so ein Ding, dass man sich gut organisiert, dass man weiß, was man wann macht, dass man sich Platz schafft für irgendetwas oder auch Zeiten. Und mit der 3 des Denkens haben wir, dass möglicherweise irgendetwas ist, was uns ein bisschen traurig macht oder niederdrückt. Und die Karte sagt, dass wir so in eine Zeit gehen, wo wir Trost erfahren, wo wir wieder klar sehen, wo wir auch begreifen, warum ist uns etwas passiert. Und es ist so, dass man hier, ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema mit der Vergebung, das lese ich hier immer wieder, aber am Ende tut man es für sich selbst. Man rennt ja nicht hin und entschuldigt. Er sagt, ich vergebe dir das, was du getan hast, sondern man macht es für seinen eigenen Frieden und das ist hier auch wichtig. Die Durchlässigkeit ist hier sehr hoch. Das kann auch an alle gehen, die besonders feinfühlig sind oder vielleicht auch gerade eine Zeit haben, wo sie sehr empfindlich oder empfindsam an sich sind.
Hier ist so ein Prozess, wo man auch resilienter ist. Und mit dem Fuchs hat man natürlich auch, dass man Enttäuschungen überwindet, dass man geborgener werden kann, dass man mal etwas anderes ausprobiert, vielleicht auch sich hier neu organisiert und dass man es auf einem Weg tut, den man vorher vielleicht noch nicht so gemacht hat. Hier ist sehr viel Sinnsuche, hier fragt man nach seinem Platz im Großen und Ganzen. Die Frage, lebe ich mehr oder überlebe ich mehr, finde ich sehr wichtig. Sehr viel Spiegelungen auch. Und es ist hier wichtig, dass man ganz bei sich bleibt, denn man hat seine Besonderheit und die darf in die Welt getragen werden. Hier ist auch Rückzug und hier steht man zu sich und fängt an, seines eigenen Glückes Schmied zu werden. Wir nehmen mal noch ein Vögelchen. Was sagen die dazu? So, hier ist die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt und Potenziale wollen stärker genutzt werden. Das ist das, was die Karte auch meint. Ne? Irgendwas scheint aufzugehen oder einem klar zu werden und dann ist hier die Zeit, wo man loslegt, wo man Ballast abwirft und wo man einfach für sich selbst und mit sich selbst durch die Sachen durchgeht. Dann schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Den Salamander mit der Feuerkraft, die Jubelfeier, friedliche Zeiten. Ihr habt das Heidekraut, ihr habt Armutsgelübde brechen und ihr habt zweimal Ballast abwerfen, ne? Friedlichere Zeiten. So, hier ist das Ding, dass man sich mehr fallen lassen kann, dass man mehr spürt, dass man getragen ist. Das ist auch das Gefühl, dass was für mich gut ist, wird auch auf mich zukommen. Vielleicht auch das Kontrolle abgeben. Ja, das mit dem Armutsgelübde brechen, das kommt eben aus einer Vorstellung von früheren Inkarnationen. Denkt zum Beispiel dran an die Mönche oder Nonnen. Ne? Und auch da ist es so, dass man das selber machen kann. Viele rennen ja von Hinz zu Kunz, um irgendwelche Gelübde wegzaubern zu lassen. Das braucht man nicht. Jetzt kann man selber brechen. Schwüre auch, ne? Zum Beispiel, wenn man immer die anderen über sich stellt oder sagt, das können so Versprechungen sein, die man mal im Überschwang gibt. Ich werde immer für dich da sein. Du stehst bei mir immer an erster Stelle und dann ist die Person weg oder eine Beziehung bricht und dann hat man das ausgesprochen. Und hier geht es darum, dass man sich mal Gedanken macht, wo man das schon gemacht hat und das haben wir alle zuhauf. So, dann habt ihr hier den Stern, die Jubelfeier. Da lösen sich Schwierigkeiten auf, es kommt wieder Licht ans Ende des Tunnels. Es ist ein gutes Timing, um langfristige Pläne zu machen. Man schließt Frieden mit etwas, man reist weiter. Es wird nicht mehr so stressig sein. Glücklichere Zeiten stehen bevor. Ist auch etwas, was in greifbarer Nähe liegt. Ne? Man hat auf was hingearbeitet und jetzt kann man es so bejubeln, was man geschafft hat. Und mit der Feuerkraft kann man natürlich auch wieder für eine Sache mal brennen. Oder auch sein eigenes Licht strahlen lassen. Ne? Man hat etwas geschafft und man darf sich auch mal befeiern lassen. Möglicherweise entfacht auch irgendwas das eigene Feuer wieder. Jetzt ist es ja so, Feuer kann verbrennen. Also auch da mit dieser Kraft so umzugehen, dass sie einen belebt und nicht irgendwie ausbrennt. Hier ist auch nochmal Loslassen angezeigt. Manche machen das mit einem Zettel und erklären dann ihre Bereitschaft, das wirklich gehen zu lassen. Es geht um die violette Flamme.
Und es geht um das, ja, wie nennt sich das, dass man eine neue Energie nutzt oder dass man aus dieser Flamme raus neue Energie schöpft für sich oder auch andere Energie. Von den Vögelchen habt ihr hier den Kolibri. Ich bin der fliegende Juwel, hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Also bei allem, was ihr hier vorbereitet habt oder so, könnt ihr darauf hoffen oder auch darauf zugehen, dass ihr etwas geschafft habt, dass das Ziel vor den Augen ist und dass da eine ganz andere Kraft verfügbar ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.